Ich frage Sie, wer weiß, wann er abtreten muss, wann er seinen Körper verlassen muss? Sie würden sagen, wann er sterben muss. Wer weiß es? Ich frage überall. Und das weiß keiner. Es ist aber gut, dass er es nicht weiß, denn wenn er das wissen würde, dann würde er statt Gutes womöglich noch Böses tun, indem er sich an Menschen noch rächen würde. Gott ist so gerecht, er weiß, was er seinen Kindern bieten kann, was er ihnen an Wissen zu geben hat und was er nicht wissen darf. Warum, wieso, weshalb? Da haben wir kein Recht, aber auch gar keinen Grund, Gott zu befragen. Wir haben es einfach zu tun, erstmal das zu tun, was wir uns selbst schuldig sind. Und damit tragen wir den Dank an Gott schon ab. Ich wiederhole noch einmal, so wir unseren Körper Beachtung schenken, denn der Körper ist doch das göttliche Geschenk, und so jetzt Einkehr halten, dass wir unseren Körper genauestens kennenlernen, ihn studieren. Halt, da und dort ist ein Fehler, da ist eine Störung und da sind Schmerzen und da ist dies, das, jenes. Ja, wer ist schuld? Ist der Onkel Otto oder die Tante Jule schuld oder was weiß ich wer? Fragen sich doch selbst, Freunde, sind Sie nicht schuld? Warum wälzen Sie die Schuld auf einen anderen? Warum soll er schuld sein? Nein, Sie selbst sind schuld. Oder wollen Sie das nicht sein? Wollen Sie immer den Unschuldsengel spielen? Das ist doch Lug, liebe Freunde, da ist schon das Böse. Das ist Betrug. Wenn Sie sich verlocken, verleiten lassen, das heißt, Sie sollen jetzt was essen, können Sie ruhig essen, das macht nichts. Das Essen widerstrebt Ihnen, Sie führen sich zu Leibe und tatsächlich haben Sie eine Störung. Wenn Sie etwas Böses hören und das Böse noch bekräftigen und den Menschen noch unterstützen, ja, Sie haben recht, das ist schon so und ja, den wisste man. Und Sie nachher weitere diese bösen Gedanken aufnehmen, damit haben Sie sich, das heißt Ihren Körper herabgewürdigt, in ihm sind Störungen, die Ruhe haben Sie eingebüßt, die Unruhe ist eingetreten. Dann sieht es so aus. Ist der Meier, der Schulz, der Huber oder gleich wie er heißt, ist der dann schuld? Nein, Sie selbst, Sie haben ein Ohr dafür gehabt und haben viele böse Gedanken aufgenommen, die Ihnen da eingetrichtert wurden und es kamen mehr, die hatten Zufluss und dann haben Sie viel Böses gesprochen, ohne überzeugt zu sein. Sie haben Urteile gesprochen, Sie haben Menschen verurteilt. Ja, aber damit haben Sie sich selbst herabgewürdigt. Zeichen dafür, so Sie Böses aufnehmen und das Böse von sich geben, ist das Zeichen dafür gegeben, dass Sie schon von dem Bösen behaftet sind und dass das Böse Sie dann auch weiterführen wird. Nun, Freunde, wenn Sie jetzt umgekehrt alles tun, nichts Böses mehr aufnehmen, dass Sie die Ruhe erst aufnehmen, die Sie wirklich nötig haben, den himmlischen Frieden in sich tragen. Und wenn Sie jedem Menschen gerecht werden, wenn Sie sich von allem überzeugen, und wenn Sie kein böses Wort mehr aufnehmen, dann brauchen Sie kein böses Wort von sich geben. Sie brauchen sich an keinen Menschen vergreifen. Sie werden nichts Unrechtes, sondern nur Rechtes tun. Ich frage Sie, Freunde, wäre das nicht ein größeres Glücksgefühl? Wäre das nicht viel schöner? Ich erinnere nur ganz kurz, wie groß das Glücksgefühl ist bei Menschen, wenn sie den einen so den anderen ihrer Nächsten beschenken können. Dass man mal was geben kann. Aber geben können sie erst dann, wenn sie es sich erarbeitet haben, wenn sie es besitzen. Und wenn sie ihm das geben, dann betrachten sie ihn, geben Acht, wie er sich bewegt, wo sie ihm das Geschenk übergeben haben. Die Vorfreude haben sie sowieso immer, haben sie auch gehabt. Und jetzt geben, dem Moment wird er sich freuen. Was wird er tun? Was wird er sagen? Und er wird gleich nachschauen. Der Beschenkte schaut danach. Ach, das ist schön. Ich danke dir, Tante. Ich danke dir, Onkel, Schwester, Bruder oder wer es gerade sein mag, der hier der Schenker ist. Das ist ein Glücksgefühl. Aber traurig ist dann der Mensch,
wenn er nach feststellt, dass sein Geschenk missachtet wurde, dass es so beiseite geworfen wurde, dass es gar nicht mehr existiert, dass es irgendwie wo in der Rumpelkammer liegt. Dass es irgendwie wo in der Rumpelkammer liegt. Und dann sind sie traurig gewesen. Oder wenn es ein Bekleidungsstück ist oder irgendetwas, das so vernachlässigt, verschmutzt und verdreckt ist, dann sagt der Schenker hernach, schade, das hätte ich doch einen anderen geben können. Aber ich habe geglaubt, ihn damit zu erfreuen. Ich glaubte, er würde dieses Geschenk achten und er würde das schonend behandeln und er würde das in Ehren halten. Aber das hat er nicht getan. So geht es einem Menschen. Und ich frage Sie, Freunde, wie geht es Gott? Wo Gott ihnen mehr geschenkt hat, als nur sein irdisches Geschenk. Viel, viel mehr. Und dass in ihrem Körper, der wirklich wundervoll ist, dass in ihm alles vorhanden ist und dass sie viel des Guten tun können, viel des Guten aufnehmen, wenn sie nur die Verbindung beibehalten hätten zu Gott und dass sie immer wieder von dieser seiner Sendung empfangen hätten und dass sie in seiner Führung geblieben wären. Oh, das ist ein viel größeres Glück, aber wehe dem, der sich selbst seinem Körper keine Beachtung geschenkt. Der hat Gott auch wirklich traurig gemacht drum. Oder glauben Sie nicht? Und der seinem Körper nicht das zukommen lässt, was Gott für ihn bestimmt hat. Und dass der Mensch selbst alles versucht und dass er seinen Körper einfach hingibt für Versuche und alle möglichen. Na? Und dass er ihn in Vergessenheit gebracht hat. Und daher sage ich, Freunde, reden wir nicht drum herum. Es ist die höchste Zeit, dass sie sich selbst, dass sie ihren Körper Beachtung schenken. Und dass sie jetzt wirklich ihren Körper das zukommen lassen, was nicht ich, sondern was Gott immer für ihn bestimmt hat. Dazu dienen diese Zusammenkünfte. Dazu habe ich dieses Werk ins Leben gerufen. Ich bin ja noch nicht sehr lange auf dieser Erde, erst 52 Jahre. Das ist noch gar nicht lange. Aber wie gesagt, wie Menschen doch dem teuflischen, satanischen verfallen sind, wie sie eher dem Bösen dienen, statt dem Guten, statt Gott selbst. Sie sind sich ja nicht mal so viel mehr wert, dass sie sich selbst dienen, sich selbst dienlich sind, für sich selbst, für ihren eigenen Körper sorgen, damit sie mit und durch diesen für ihre Nächsten auch sorgen können. Das alles ist bei den Menschen in Vergessenheit geraten. Warum ist dieses alles so zustande gekommen? Weil er menschenhörig wurde. Freunde, glauben Sie es mir, es ist viel, viel leichter, auf einen zu hören, der nicht was, sondern das weiß, was Menschen heute nicht mehr wissen. Und auf den zu hören, der alles und auch uns geschaffen hat. Und das ist und bleibt Gott. Gott selbst. Aber auf Menschen zu hören, da müssen sie ja Irrwege einschlagen. Da mussten sie ja verwirrt sein. Da konnten sie sich gar nicht fassen. Da wussten sie nicht, was recht und schlecht ist. Da mussten sie ja auf den Weg der Versuchung verfallen. Das musste ihnen ja auch zum Übel werden. Und da ist ihnen das Zeichen gegeben, Halt zu machen, umzukehren und jetzt den falsch gegangenen Weg zurück und alles, was sie bisher taten, umgekehrt machen. Oder ich müsste fragen, ja, Sie sind normale Menschen, wir noch müssen unnormaler sein. Ich tue das nie so, wie Sie es getan haben bisher. Nie. Immer umgekehrt. Ja, tue ich nun das Richtige oder tun Sie alle das Richtige? Ich stelle aber fest, dass Sie dabei nicht gut gefahren sind, dass Sie das Heil nicht erfahren hatten, sondern dass Sie vom Unheil erfasst worden sind. Und es ist doch sehr leicht. Was Ihnen zur Macht der Gewohnheit geworden bisher, immer gleich auf Menschen zu hören, hören Sie jetzt auf Gott. Nicht in Menschenführung zu sein, sondern Gottesführung zu sein. Und auch alles Gute, was Gott für uns bestimmt hat, zu beherzigen, heißt im Herzen aufnehmen und mit dem Herzen geben und mit dem Herzen handeln, überhaupt.
weiß, dass der Mensch sich sorgt und plagt, indem er selbst alle möglichen Versuche angestellt, um von dem Übel frei zu werden. Der Versuch würde, wenn ich Ihnen einen kleinen, nüchternen Vergleich gebe. Mein Kleid ist verschmutzt, das ist ein Fleck, sagen wir ein Teerfleck. Ob ich da Seife nehme und Wasser nehme oder sonst was nehme und versuche alles Mögliche, ich reibe und reibe, den Fleck bekomme ich nicht weg. Es sei denn, ich muss ihn ausschneiden, dann ist ein Loch im Bekleidungsstück. Warum versuche ich alles Mögliche? Warum gehe ich nicht zum Fachmann, wie Sie es ja auch tun, und er soll Ihnen ein Reinigungsmittel geben? Oder aber Sie übergeben das dem Fachmann und sagen, komm, nimm, mach mal den Fleck weg. Er tut's. Aber da versucht der Mensch jetzt alles Mögliche. Und dadurch wird so ein Bekleidungsstück nur, Körper ist aber kein Bekleidungsstück, wird das Bekleidungsstück verschandelt. Warum versuchen? Und dass sie immer noch keine Lehre daraus gezogen, nicht nur Sie, sondern überhaupt die Menschen. Darüber wundere ich mich. Ich sage auch, das ist ein Wunder, dass die Menschen es noch nicht verstehen. Sie aber sprechen auch von Wunder, die wie sie hier und dort geschehen. Ob es bei Menschen, ob es an Tieren oder an Pflanzen ist. Es ist ein Wunder, oder wenn etwas geschehen ist, von dem sie nichts mehr gewusst, ein großes Wunder. Sie sprechen von Wunder. Ich sag's Ihnen, Freunde, ich bin so verkehrt, lassen Sie mich so. Ich behaupte das Gegenteil. Ich sage, es gibt kein Wunder. Für mich existiert kein Wunder. Ich kenne kein Wunder. Ich kenne nur eines, Gott selbst. Gott ist es, der all dieses bewirkt, was Menschen nicht bewirken können. Aber Sie müssen weiterhin sagen, das ist ein Wunder. Ja, das ist die Schöpfung Gottes. Ein Wunderwerk. Deshalb, weil Menschen dieses wirklich nicht erstellen und auch nicht einmal bewältigen können. Nichts können sie von dem, was Gott kann. Und so hat Gott uns doch einen so wundervollen Körper geschaffen, mit dem wir auch viel schaffen, auch viel Gutes schaffen können, das wieder unseren Mitmenschen dienlich ist. Wenn ich nur hier an die Technik denke, wie der Mensch doch diese geistige Eingebung erhalten hat, einen Gedanken, und er ist gewillt, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Er hat keinen Versuch gemacht, sondern ist einfach an die Arbeit gegangen, er bediente sich seines Körpers und stellte nicht was, sondern das her, was er an Gedanken aufgenommen. Vom Willen hängt es ab. Und so hat er so vieles geschaffen. Schöpferisch ist er auch. Beweis dafür, weil der Mensch ja göttlich ist. Nicht Gott, sondern göttlich ist er. Und Gott hat ihm so viel gegeben, dass er alles aufnehmen kann. Und auch heute sage ich es, Freunde, alles, was Menschenhände geschaffen, liegt auf dem geistigen Weg. Es ist eine Eingebung. Sie werden sagen, es ist ihr Gedanke. Nein, sie haben einen Gedanken aufgenommen. Dazu ihren Willen, diesen Gedanken in die Tat umzusetzen. Sie besannen sich auf ihren Körper. Das ist schon Gottesdienst. Sie setzten ihn in Tätigkeit und waren imstande, das herzustellen, was sie an Gedanken aufgenommen haben. Sie setzten diesen Gedanken in die Tat um.